Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, besonders anspruchsvollen Folge von Deutsch einfach gemacht. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, um die vielleicht komplexeste, aber auch eleganteste Struktur der deutschen Grammatik zusammenzusetzen. In unserer letzten Folge haben wir die hohe Kunst der Möglichkeit gemeistert. Mit dem Konjunktiv 2 und Modalverben haben wir gelernt, über verpasste Chancen und irreale Pflichten zu sprechen, wie in dem Satz „Ich hätte es machen sollen“. Heute bleiben wir bei den Modalverben, aber wir verbinden sie mit einem anderen mächtigen Werkzeug aus unserem Grammatikkoffer, der Passivstimme. Wir tauchen tief ein in die Welt des Passivs mit Modalverben. Das ist die Grammatik, die du brauchst, um unpersönliche, objektive und formelle Aussagen über Notwendigkeiten, Möglichkeiten und Verbote zu treffen. Es ist die Sprache von offiziellen Anweisungen, wissenschaftlichen Texten und juristischen Dokumenten. Es ist der Unterschied zwischen der persönlichen Aufforderung, du musst den Bericht schreiben, und der unpersönlichen Feststellung, der Bericht muss geschrieben werden. Wir werden heute diese ultimative Formel Schritt für Schritt aufbauen, sowohl für die Gegenwart als auch für die Vergangenheit. Wir werden die beeindruckende Struktur, das hätte gemacht werden müssen, entschlüsseln und sehen, dass sie zwar lang ist, aber einer absolut klaren Logik folgt. Am Ende dieser Folge wirst du in der Lage sein, die Sprache von Regeln, Anleitungen und offiziellen Mitteilungen nicht nur zu verstehen, sondern auch selbst anzuwenden. Das Meistern dieser Struktur ist wie das Erlangen des schwarzen Gürtels in der deutschen Grammatik. Es signalisiert ein tiefes Verständnis und eine beeindruckende sprachliche Souveränität. Bist du bereit für die ultimative Herausforderung? Dann lass uns die Formeln zusammensetzen. Das Fundament. Die Logik von Passiv- und Modalverben. Bevor wir die langen Ketten bilden, müssen wir die beiden Bausteine, die wir heute kombinieren, noch einmal klar vor Augen haben. Baustein 1. Das Vorgangspassiv. Erinnern wir uns. Das Passiv benutzen wir, wenn die Handlung wichtiger ist als die Person, die handelt. Die Formel lautet eine Form von werden plus Partizip 2. Ein Brief wird geschrieben. Der Prozess des Schreibens steht im Fokus. Baustein 2. Die Modalverben. Erinnern wir uns. Modalverben müssen, können, sollen etc. modifizieren die Bedeutung eines Hauptverbs. Sie stehen konjugiert auf Position 2 und schicken das Hauptverb im Infinitiv ans Ende des Satzes. Jemand muss einen Brief schreiben. Es besteht eine Notwendigkeit zu schreiben. Heute kombinieren wir diese beiden Welten. Wir wollen eine Notwendigkeit, Modalverb, für einen Prozess ausdrücken, bei dem der Täter unwichtig ist. Die Frage ist, wie sieht die Formel dafür aus? Die Formel für die Gegenwart muss gemacht werden. Die Konstruktion für die Gegenwart ist erstaunlich logisch und folgt genau den Regeln, die wir bereits kennen. Schauen wir uns den Satz an. Der Bericht muss geschrieben werden. Erstens. Das Modalverb ist der König. Wie immer in einem Satz mit Modalverb steht das Modalverb muss konjugiert auf Position 2. Zweitens. Die Passivstruktur geht ans Ende. Die gesamte Passivkonstruktion, die wir normalerweise im Hauptsatz hätten, wird ans Ende des Satzes verschoben. Aber wie sieht sie dort aus? Das Modalverb verlangt einen Infinitiv.
Es verlangt den Infinitiv der Passivkonstruktion. Drittens. Der Infinitiv des Passivs. Wie lautet der Infinitiv von wird geschrieben? Er lautet geschrieben werden. Wir nehmen also das Partizip 2, geschrieben, und den Infinitiv von werden. Die Formel lautet also Modalverb konjugiert auf Position 2 plus Mittelfeld plus Partizip 2 plus werden im Infinitiv. Lass uns das an verschiedenen Modalverben üben. Müssen, Notwendigkeit. Aktiv, man muss die Regeln beachten. Passiv, die Regeln müssen beachtet werden. Können, Möglichkeit. Aktiv, man kann das Problem lösen. Passiv, das Problem kann gelöst werden. Sollen, Aufforderung oder Empfehlung. Aktiv, man sollte die Fenster schließen. Passiv, die Fenster sollten geschlossen werden. Dürfen, Erlaubnis oder Verbot. Aktiv, man darf hier nicht rauchen. Passiv, hier darf nicht geraucht werden. Diese Struktur ist das Rückgrat aller formellen Anweisungen und Regeln. Der Müll muss getrennt werden. Das Formular kann online heruntergeladen werden. Der Rasen darf nicht betreten werden. Wenn du diese Struktur einmal verinnerlicht hast, verstehst du die Sprache von Verträgen, Anleitungen und Hausordnungen. Die Zeitreise. Die Formel für die Vergangenheit. Jetzt wird es anspruchsvoller. Wie drücken wir aus, dass eine Notwendigkeit oder Möglichkeit in der Vergangenheit bestand? Zum Beispiel, der Bericht musste geschrieben werden. Auch hier gibt es zwei Zeitformen, das Präteritum und das Perfekt. Erstens. Die Vergangenheit im Präteritum für die Schriftsprache. Das ist die einfachere der beiden Vergangenheitsformen. Die Logik ist dieselbe wie im Präsens. Wir nehmen einfach die Präteritumform des Modalverbs. Der Rest des Satzes bleibt exakt gleich. Die Formel lautet Modalverb im Präteritum auf Position 2 plus Partizip 2 plus werden. Präsens, das Paket muss heute abgeschickt werden. Präteritum, das Paket musste gestern abgeschickt werden. Präsens, die Frage kann nicht beantwortet werden. Präteritum, die Frage konnte nicht beantwortet werden. Diese Form findest du sehr häufig in schriftlichen Berichten über vergangene Ereignisse. Die Straße musste gesperrt werden. Die Zeugen konnten nicht befragt werden. Zweitens. Die Vergangenheit im Perfekt für die gesprochene Sprache. Jetzt kommt die längste und vielleicht beeindruckendste Kette in der deutschen Grammatik. Wie lautet das Perfekt von der Bericht muss geschrieben werden? Erinnern wir uns an unsere Ersatzinfinitivregel für Modalverben. Das Perfekt wird mit haben und einem doppelten Infinitiv gebildet. Das Perfekt von ich muss schreiben ist ich habe schreiben müssen. Jetzt kombinieren wir das mit dem Passivinfinitiv geschrieben werden. Die Formel lautet haben, konjugiert auf Position 2, plus Partizip 2, plus werden, plus müssen als Infinitiv. Der Satz lautet, der Bericht hat geschrieben werden müssen. Puh, das ist eine lange Kette am Ende. Hat am Anfang und geschrieben werden müssen am Ende. Lass uns das noch einmal langsam machen. Präsens, das Fenster kann repariert werden. Perfekt, das Fenster hat repariert werden können. Diese Form ist in der gesprochenen Sprache grammatisch korrekt,
aber sie ist sehr lang und umständlich. Deshalb weichen die meisten Deutschen im Gespräch auf eine einfachere Alternative aus. Sie benutzen entweder das Präteritum, das Fenster konnte repariert werden, oder sie umschreiben es mit man konnte das Fenster reparieren. Es ist aber extrem wichtig, diese Perfektform passiv zu verstehen, da sie in formellen Kontexten vorkommen kann. Die ultimative Herausforderung, der Konjunktiv 2 der Vergangenheit im Passiv. Und nun, zur Krönung, kombinieren wir alles, was wir in den letzten Folgen gelernt haben. Wir verbinden das Passiv, die Modalverben und den Konjunktiv 2 der Vergangenheit. Wir wollen einen Satz sagen wie: Der Bericht hätte geschrieben werden müssen. Was bedeutet dieser Satz? Er drückt Bedauern oder Kritik über eine Notwendigkeit in der Vergangenheit aus, die nicht erfüllt wurde. Es war notwendig, den Bericht zu schreiben, aber es wurde nicht getan. Wie kommen wir zu dieser Form? Erstens, wir starten mit der irrealen Vergangenheitsform für Modalverben, die wir kennen: hätte plus Doppelinfinitiv. Ich hätte es machen sollen. Zweitens, jetzt ersetzen wir den einfachen Infinitiv machen durch den Passivinfinitiv gemacht werden. Die Formel lautet also hätte plus Partizip 2 plus werden plus Infinitiv des Modalverbs. Der Bericht hätte geschrieben werden müssen. Die Fenster hätten geschlossen werden sollen. Ein Ratschlag für die Vergangenheit im Passiv. Dieses Problem hätte vermieden werden können. Eine verpasste Möglichkeit im Passiv. Diese Struktur ist der Mount Everest der deutschen Grammatik. Sie ist lang, sie ist komplex, aber sie folgt einer absolut konsequenten, zusammensteckbaren Logik. Wenn du diese Form siehst und verstehst, was sie bedeutet, dann hast du ein unglaublich tiefes Verständnis für die deutsche Satzarchitektur bewiesen. Aktiv benutzen wirst du sie selten, aber sie zu erkennen, öffnet dir die Tür zu den anspruchsvollsten deutschen Texten. Ein praktisches Beispiel: die Hausordnung. Um zu sehen, wie diese Strukturen im echten Leben verwendet werden, werfen wir einen Blick auf eine typische deutsche Hausordnung. Die Haustür muss ab 22 Uhr abgeschlossen sein. Hier mit Zustandspassiv, aber die Logik ist dieselbe. Der Müll muss korrekt getrennt werden. Passiv mit Modalverb im Präsens. Eine klare Regel. Fahrräder dürfen nicht im Hausflur abgestellt werden. Ein Verbot im Passiv. Reparaturen in den Wohnungen müssen dem Hausmeister gemeldet werden. Die Ruhezeiten sind einzuhalten. Eine alternative, noch formellere Form mit sein plus zu plus Infinitiv, die dasselbe bedeutet wie müssen eingehalten werden. Diese Beispiele zeigen, das Passiv mit Modalverben ist die offizielle Sprache der Regeln und Pflichten. Und damit haben wir den Gipfel erreicht. Wir haben die komplexesten Bausteine der deutschen Grammatik, Passiv, Modalverben und sogar den Konjunktiv 2 zu einer einzigen,
logischen Struktur zusammengefügt. Auch wenn diese Sätze lang und einschüchternd wirken, hoffe ich, du hast gesehen, dass wir einem klaren und nachvollziehbaren Baukastenprinzip folgen. Lass uns die wichtigsten Formeln noch einmal zusammenfassen. 1. Gegenwart. Modalverb plus Partizip 2 plus werden. Es muss gemacht werden. 2. Vergangenheit. Präteritum. Modalverb im Präteritum plus Partizip 2 plus werden. Es musste gemacht werden. 3. Irreale Vergangenheit. Hätte plus Partizip 2 plus werden plus Modalverb in Infinitiv. Es hätte gemacht werden müssen. Mein Tipp der Woche ist, zum Regelübersetzer zu werden. Nimm dir eine Regel aus deinem Alltag. Zum Beispiel, man muss bei Rot an der Ampel anhalten. Deine Aufgabe ist es, diese aktive Mann-Regel in eine formelle Passivregel zu übersetzen. Bei Rot muss an der Ampel angehalten werden. Oder man darf im Zug nicht rauchen. Dazu, im Zug darf nicht geraucht werden. Dieses Übersetzen von aktiven Regeln in passive Regeln ist das beste Training, um ein Gefühl für diese formelle und unpersönliche Ausdrucksweise zu bekommen. Vielen Dank, dass du auf dieser langen und anspruchsvollen Reise durch die deutsche Grammatik dabei warst. Es war mir eine Ehre, dich zu begleiten. Ich hoffe, diese Folgen haben dir nicht nur Regeln beigebracht, sondern auch die innere Logik und die Schönheit der deutschen Sprache nähergebracht. Dies ist die letzte Folge unserer Staffel, aber das Ende einer Reise ist immer auch der Anfang einer neuen. Nimm das, was du gelernt hast, und trage es in die Welt. Sprich, lies, höre zu und habe keine Angst vor Fehlern. Das ist der einzige Weg zur wahren Meisterschaft. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute auf deinem weiteren Weg. Mach's gut, pass auf dich auf und vor allem sprich Deutsch.